Hallo, in unserer Filmreihe über Gebisse geht es heute einfach mal um das Thema Gebissstärke. Wenn man sich verschiedene Gebissstärken anguckt, hier ein Gebiss 18 mm Stärke und hier ein Gebiss mit 16 mm Stärke, dann wird man, wenn man sich die genauer anguckt, feststellen, dass die Gebisse von außen nach innen etwas schmaler und enger werden. Das betrifft aber nicht nur einfach und doppelt gebrochene Gebisse, sondern generell alle Gebisse. Nur ist es so, wenn das Gebiss außen etwas dünner ist, wird es auch nach innen dünner. Das heißt, auch hier sieht man, dass die sogenannten Verbindungsaugen, Verbindungsglieder der Gebissstücke und auch die sogenannte Olive deutlich kleiner und feiner ist als bei einem Gebiss, was außen etwas dicker ist. Das heißt, es ist also nicht nur entscheidend hier außen, wo gemessen wird, wie dick ein Gebiss ist, sondern auch, wie ist es im Inneren aufgebaut, wie groß, wie dick ist der Teil, der auf der Zunge liegt. Denn der Abstand zwischen dieser Ober- und Unterkieferlade, der beträgt ja im Durchschnitt nur 3,5 cm. Und wenn die Zunge, die wie ein Polster dazwischen liegt, schon 2,5 cm ausmacht, kann es natürlich sein, dass wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe, was nur 3,5 cm Platzbedarf hat, und jetzt durch Zufall eine Zunge hat, die aber 2,5 cm wirklich dick ist, dann habe ich nur noch diese 1,5 cm fürs Gebiss. Das heißt, wenn der Platzbedarf über der Zunge im Durchschnitt nur 1,5 cm beträgt, dann kann es durchaus sein, dass wenn ein Gebiss zu dick ist, das heißt die sogenannten Verbindungsaugen und auch diese Olive, dass die dann im oberen Bereich des Oberkiefers, also sprich in der Oberkieferlade und auch im Gaumenbereich Kontakt hat. Und wenn das Pferd losgelassen läuft und eine malende Bewegung zwischen Ober- und Unterkiefer erfolgt, dass dann entsprechend Rötungen, Scheuerstellen oder sogar wunde Stellen entstehen können. Und dann wird natürlich kein Pferd korrekt ans Gebiss herantreten. Das heißt, ganz wichtig ist also, dass man die Gebissstärke den anatomischen Verhältnissen anpasst. Wichtig ist immer, Frage ist, wie misst man überhaupt den Platzbedarf bei seinem eigenen Pferd? An der Stelle, wo das Gebisszirkel liegt, sollte man in der Stallgasse die Zunge mal an die Seite schieben und einfach mal 2 Finger reindrücken und die unteren Finger auf der Unterkieferlade auflegen. Hat man zwischen Ober- und Unterkiefer schnellen Kontakt, wenn das Pferd anfängt zu kauen, dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall, wenn ich meine Finger hinterher gemessen habe, viel Platz, habe ich sofortigen Kontakt zwischen Ober- und Unterkieferlade. Dann weiß ich, dass bei meinem Pferd der Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer sehr, sehr gering ist. Und die Zunge als Muskel beträgt, wie gesagt, im Durchschnitt 2 bis 2,5 cm. Die muss ich natürlich dann von dem Platzbedarf abziehen. Dann weiß ich, ob ich eher ein Gebiss mit der Stärke 16 mm oder eher ein Gebiss mit der Stärke 18 mm benutzen sollte.